Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Hallo liebe Follower und Neulinge, die gerade zu uns gestoßen sind. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, klickt jetzt auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke, um keine unserer zukünftigen Veröffentlichungen zu verpassen. Ohne weitere Verzögerung, lasst uns jetzt direkt in das heutige Video eintauchen. Viel Spaß! Unser heutiger Video führt uns auf einen kurzen Rundgang durch die Zeit und Traditionen Deutschlands, wobei wir uns mit einem besonderen und interessanten Thema befassen, nämlich den wichtigsten Feiertagen, die die Deutschen feiern. Deutschland ist eines der Länder, in denen das ganze Jahr über zahlreiche Feste und Feiertage stattfinden, und diese Feiertage spiegeln eine lange Geschichte von Traditionen und Kultur wider. Wir werden jeden Feiertag individuell erkunden und seine Bedeutung und Wichtigkeit im Leben der Deutschen verstehen und so dieses wundervolle Volk und seine einzigartigen Traditionen kennenlernen. Allerheiligen, ein Blick auf einen bedeutsamen christlichen Feiertag. Allerheiligen, am 1. November jeden Jahres gefeiert, ist ein christlicher Feiertag, der in vielen Teilen der Welt begangen wird, um die Heiligen und Märtyrer der christlichen Kirche zu ehren. Dieser Feiertag hat eine lange Geschichte und tiefe religiöse Bedeutung und wird von Millionen von Gläubigen auf der ganzen Welt gefeiert. In diesem Aufsatz werden wir einen genaueren Blick auf Allerheiligen werfen, seine Ursprünge, Bräuche und seine Bedeutung im heutigen christlichen Glauben. Allerheiligen findet seinen Ursprung in der frühchristlichen Geschichte. Während der ersten Jahrhunderte des Christentums gab es eine Vielzahl von Märtyrern und Heiligen, die für ihren Glauben verfolgt und getötet wurden. Diese Märtyrer wurden als Vorbilder des Glaubens angesehen, und ihre Hingabe an Christus inspirierte andere Gläubige. Ursprünglich wurde Allerheiligen in einigen Teilen des Römischen Reiches am ersten Sonntag nach Pfingsten gefeiert. Später wurde es jedoch auf den 1. November verlegt, um mit dem keltischen Fest Samhain zusammenzufallen, das ebenfalls an diesem Tag gefeiert wurde. Dies ermöglichte den christlichen Missionaren, die bereits vorhandenen Bräuche in die christliche Tradition zu integrieren. Die Bedeutung von Allerheiligen im modernen Christentum ist vielschichtig. Es ist ein Tag, an dem die Gläubigen die Heiligen und Märtyrer ehren, die als Vorbilder des Glaubens dienen. Es erinnert die Christen daran, dass das Christentum eine lange Geschichte der Hingabe und des Opfers hat und dass sie auf die Beispiele dieser Heiligen zurückgreifen können, um ihren eigenen Glauben zu stärken. Es ist auch eine Gelegenheit, um für diejenigen zu beten, die gestorben sind, insbesondere für diejenigen, die noch auf den Eintritt in die himmlische Herrlichkeit warten. In vielen Ländern hat Allerheiligen auch weltliche Bräuche und Traditionen angenommen. Eine der bekanntesten Traditionen ist das Besuchen von Friedhöfen und das Schmücken der Gräber mit Blumen und Kerzen. Dies ist ein Ausdruck der Liebe und des Respekts gegenüber den verstorbenen Angehörigen und Freunden. In einigen Regionen ist es auch üblich, während Allerheiligen Prozessionen und Gottesdienste zu organisieren, um die Heiligen zu ehren. Allerheiligen ist ein wichtiger Feiertag, der die spirituelle Dimension des Christentums betont und gleichzeitig die Verbundenheit der Gläubigen mit ihren Vorfahren und der gesamten Gemeinschaft der Heiligen feiert. Es erinnert die Menschen daran, dass der christliche Glaube nicht nur eine persönliche Angelegenheit ist, sondern auch Teil einer größeren Tradition und Gemeinschaft ist. Es lädt die Gläubigen ein, über die Bedeutung des Glaubens und die Vorbilder, die ihnen zur Verfügung stehen, nachzudenken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Allerheiligen ein wichtiger christlicher Feiertag ist, der die Heiligen und Märtyrer der Kirche ehrt und die Gläubigen dazu ermutigt, ihrem Glauben treu zu bleiben. Es ist ein Tag der Besinnung und des Gedenkens, an dem die Gläubigen die Verbindung zu ihrer religiösen Tradition und ihren Vorfahren stärken können. Allerheiligen erinnert uns daran, dass der Glaube an Christus nicht nur eine Sache der Vergangenheit ist, sondern auch heute noch lebendig und relevant ist. Der Tag der deutschen Einheit. Ein Symbol der Wiedervereinigung und Einheit.
Der Tag der deutschen Einheit, der am 3. Oktober jeden Jahres gefeiert wird, ist einer der wichtigsten und bedeutendsten Feiertage in Deutschland. Dieser Tag markiert die offizielle Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 und steht für die Einheit und Freiheit des deutschen Volkes. In diesem Artikel werden wir einen genaueren Blick auf die Geschichte, die Bedeutung und die Feierlichkeiten dieses herausragenden deutschen Feiertags werfen. Die Geschichte des Tag der deutschen Einheit reicht zurück bis in das Jahr 1949, als zwei verschiedene deutsche Staaten gegründet wurden, die Bundesrepublik Deutschland, Westdeutschland und die Deutsche Demokratische Republik, Ostdeutschland. Diese Aufteilung folgte dem Ende des Zweiten Weltkriegs und den Besatzungszonen der Alliierten. Während Westdeutschland eine parlamentarische Demokratie aufbaute und sich wirtschaftlich entwickelte, wurde Ostdeutschland unter sowjetischer Kontrolle zu einem kommunistischen Staat. Die Mauer, die Ost- und Westdeutschland trennte, wurde zu einem Symbol der Teilung Europas während des Kalten Krieges. Die Menschen in Ostdeutschland hatten begrenzte Freiheiten und lebten unter einem repressiven Regime. Die Sehnsucht nach Freiheit und Einheit war jedoch allgegenwärtig. Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer, ein historisches Ereignis, das den Weg für die Wiedervereinigung ebnete. Nach Verhandlungen und politischen Diskussionen wurde am 3. Oktober 1990 die Einheit Deutschlands offiziell vollzogen. Dieser Tag wurde zum Nationalfeiertag erklärt und ist seitdem ein Symbol für Frieden, Freiheit und Einheit in Deutschland. Der Tag der deutschen Einheit ist weit mehr als nur ein freier Tag im Kalender. Er symbolisiert die Überwindung von Trennung und Konflikt, die Wiederherstellung der nationalen Einheit und die Verwirklichung von Freiheit und Demokratie. Es erinnert die Deutschen daran, dass sie in einem vereinten und starken Land leben und dass die Prinzipien der Freiheit und der Menschenrechte geschützt und gefördert werden. Dieser Feiertag ist auch ein Anlass zur Selbstreflexion und zum Nachdenken über die gemeinsame Geschichte und die Verantwortung der Deutschen, die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und sich für eine bessere Zukunft einzusetzen. Es ist ein Tag des Stolzes, der Einheit und der Solidarität, an dem die Menschen zusammenkommen, um ihre nationale Identität zu feiern und die Vielfalt und Einigkeit zu schätzen, die Deutschland heute ausmachen. Die Feierlichkeiten. Die Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit finden jedes Jahr in einer anderen deutschen Stadt statt. Dieser Brauch trägt dazu bei, die verschiedenen Regionen Deutschlands zu würdigen und die Idee der nationalen Einheit zu betonen. Während dieser Feierlichkeiten gibt es Konzerte, kulturelle Veranstaltungen, Paraden und Feuerwerke, die die Einheit und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen feiern. Zusätzlich zu den öffentlichen Feierlichkeiten nutzen viele Menschen den Tag der deutschen Einheit, um Zeit mit ihren Familien und Freunden zu verbringen und über die Bedeutung dieses Tages nachzudenken. Es ist auch üblich, die deutsche Flagge zu hissen und patriotische Symbole zu zeigen. Insgesamt ist der Tag der deutschen Einheit ein bedeutender Feiertag, der die Geschichte und die Werte Deutschlands feiert. Er erinnert die Menschen daran, wie wichtig Einheit, Freiheit und Frieden sind und wie entscheidend es ist, diese Werte zu bewahren und zu schützen. Dieser Tag ermutigt die Deutschen dazu, die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam anzugehen und weiterhin eine starke, vereinte Nation zu sein. Das Oktoberfest, eine Feier von Bier, Kultur und Gemeinschaft. Das Oktoberfest, das weltweit berühmte und größte Volksfest in München, Deutschland, ist ein wahrer Höhepunkt des deutschen Kulturkalenders. Mit seiner einzigartigen Mischung aus Tradition, Unterhaltung und gastronomischen Genüssen zieht das Oktoberfest jedes Jahr Millionen von Menschen aus aller Welt an. In diesem Video werden wir einen genaueren Blick auf dieses Fest werfen, seine Geschichte, Bräuche und die Gründe, warum es so beliebt ist.
Die Ursprünge des Oktoberfests gehen zurück auf das Jahr 1810, als König Ludwig I. von Bayern und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen ihre Hochzeit mit einem öffentlichen Volksfest in München feierten. Das Fest dauerte 5 Tage und endete mit einem Pferderennen. Die Bürger von München waren so begeistert von diesem Ereignis, dass sie beschlossen, es im folgenden Jahr zu wiederholen. Diese jährliche Tradition entwickelte sich schließlich zum Oktoberfest, wie wir es heute kennen. Das Oktoberfest beginnt traditionell am letzten Samstag im September und dauert 16 bis 18 Tage, je nachdem, wie sich die Wochenenden im Oktober gestalten. Es endet immer am ersten Sonntag im Oktober oder am darauffolgenden Montag, der als Tag der Deutschen Einheit ein Feiertag ist. Das Herzstück des Oktoberfests ist die Theresienwiese oder kurz die Wiesn. Dieses riesige Festgelände erstreckt sich über 42 Hektar und beherbergt eine Vielzahl von Birzelten, Fahrgeschäften, Imbissständen und Unterhaltungsangeboten. Die Birzelte sind zweifellos die Hauptattraktion, da sie das berühmte Oktoberfestbier servieren. Das Oktoberfestbier ist ein spezielles Bier, das von den Münchner Brauereien gebraut wird. Es hat einen höheren Alkoholgehalt als normales Bier und wird in Maßkrügen serviert, die jeweils 1 Liter fassen. Die verschiedenen Bierzelte haben ihre eigenen einzigartigen Charaktere und Atmosphären. Von traditionell bis modern, von laut und ausgelassen bis ruhig und gemütlich, es gibt für jeden Geschmack das passende Zelt. Das Oktoberfest ist nicht nur ein Ort, an dem man Bier trinkt. Es ist auch ein Fest, das von zahlreichen Traditionen und Bräuchen begleitet wird. Die Eröffnung des Oktoberfests beginnt mit einem beeindruckenden Einzug der Wiesenwirte, Brauereien und historischen Gruppen in traditionellen Trachten. Das Anzapfen des ersten Fasses Bieres durch den Oberbürgermeister von München ist ein weiterer Höhepunkt. Trachten, wie Dirndl für Frauen und Lederhosen für Männer, sind ein wesentlicher Bestandteil des Oktoberfests. Viele Besucher tragen diese traditionelle Kleidung stolz und tragen so zur festlichen Atmosphäre bei. Musik und Unterhaltung sind ebenfalls ein integraler Bestandteil des Oktoberfests. Livebands spielen traditionelle bayerische Volksmusik, aber auch zeitgenössische Hits, und die Stimmung in den Birzelten ist oft ausgelassen und fröhlich. Das Oktoberfest übt eine starke Anziehungskraft auf Menschen aus der ganzen Welt aus. Warum ist das so? Zum einen ist es die Kombination aus herzlicher Gastfreundschaft, köstlichem Bier und leckerem Essen. Die Chance, die bayerische Kultur in all ihrer Pracht zu erleben, ist für viele ein einmaliges Erlebnis. Darüber hinaus fördert das Oktoberfest ein Gefühl der Gemeinschaft und der Zusammengehörigkeit. Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen versammeln sich, um zu feiern und Spaß zu haben. Es ist eine Zeit, Freundschaften zu schließen und neue Kulturen kennenzulernen. Das Oktoberfest ist nicht nur ein bayerisches Fest, sondern ein Fest für die Welt. Es erinnert uns daran, wie wichtig es ist, die kulturelle Vielfalt zu schätzen und gleichzeitig gemeinsame Freude und Einheit zu feiern. Insgesamt ist das Oktoberfest eine beeindruckende Feier der bayerischen Kultur und der deutschen Gastfreundschaft. Es ist eine Zeit des Feierns, des Genießens und des Miteinanders. Ob Sie nun ein Liebhaber von Bier und Brezen sind oder einfach nur die fröhliche Atmosphäre erleben möchten, das Oktoberfest ist sicherlich eine Reise wert. Der Betrachtung dieser vielfältigen Feiertage, von Allerheiligen bis zum Oktoberfest, wird eines deutlich: Feiern und Traditionen sind ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Kultur und Gesellschaft. Jeder dieser Feiertage hat seine eigene einzigartige Bedeutung, Geschichte und Bräuche, die die Identität und Werte der Menschen widerspiegeln, die sie feiern. Allerheiligen erinnert uns an die Bedeutung von Glauben und Erinnerung, während der Tag der Deutschen Einheit die Macht der Einheit und Freiheit hervorhebt. Das Oktoberfest zeigt uns die Freude an gemeinsamen Feiern und das Teilen von Kultur und Gaumenfreuden.
Diese Feiertage dienen nicht nur dazu, Vergangenes zu ehren und zu reflektieren, sondern auch, um Gemeinschaft und Einheit zu fördern. Es ist bemerkenswert, wie die Menschen auf der ganzen Welt die Gelegenheit nutzen, um ihre Kultur und Traditionen zu zelebrieren und sich mit anderen zu verbinden. Ob religiös, national oder kulturell, Feiertage bieten uns die Chance, unsere Werte zu teilen, Freude zu empfinden und Gemeinschaft zu erleben. Unabhängig von ihrer Herkunft oder Bedeutung erinnern uns diese Feiertage daran, wie tief verwurzelt Traditionen in unserer Gesellschaft sind und wie wichtig es ist, die kulturelle Vielfalt zu schätzen. Sie bieten uns Momente der Besinnung, des Zusammenkommens und der Freude, die uns alle miteinander verbinden. Feiertage sind Symbole der Menschlichkeit, die uns dazu ermutigen, unsere Gemeinsamkeiten zu feiern und uns für die Vielfalt der Welt zu öffnen.